Hallo, ich bin's, der Steffen Obermeier und ich werde euch heute ein bisschen was über die Pentax K33 erzählen. Cool. Kurz ein Full Disclosure am Anfang. Die Kamera wurde mir freundlicherweise von Pentax zur Verfügung gestellt, zusammen mit dem wunderbaren 11 bis 18 mm DFA Sternobjektiv. Was bleibt noch zu sagen? Die Kamera ist ein Vorserienmodell, das heißt, sie hat nicht die finale Firmware drauf. Das ist auch der Grund, warum ich euch keine RAW-Dateien oder JPEG-Dateien mit EXIF-Daten zur Verfügung stellen kann, was ich sonst gern getan hätte. Das heißt auch, dass etliche Dinge nicht funktionieren oder nicht so funktionieren, wie sie eigentlich sollten, was dem Ganzen aber keinen Abbruch tun soll oder keinen Abbruch leisten soll. Die üblichen ISO-Belichtungsreihen werde ich euch aus diesem Grund eben auch ersparen. Die werden an anderer Stelle bestimmt von anderen Menschen viel besser ausgeführt. Insofern schauen wir einfach mal, was so die ersten Eindrücke sind. Mal grundsätzlich, die Kamera verfügt über einen 26-Megapixel-Sensor. Das ist für APS-C eine ganz ordentliche Menge. Der Sensor selber ist ein BSI-Sensor, das heißt, die Leiterbahnen laufen auf der Rückseite des Sensors und nicht mehr wie früher praktisch auf der Sensoroberfläche. Das sorgt für störungsfreiere Bilder und für eine bessere ISO-Performance. Des Weiteren kann man sagen, der Sensor ist auch 5 Achsen praktisch gelagert und wie gewohnt haben wir hier ein IBIS-System, das heißt In-Body Stabilization, und die Kamera kann wohl bis zu 5 Stops ausgleichen. Der ISO-Bereich geht von 100 bis, haltet euch fest, 1,6 Millionen. Eine unglaubliche Zahl, aber wir werden sehen, was das in der Praxis bringt. Meines Erachtens ist es bis 50.000 nutzbar, alles darüber hinaus ist ein bisschen utopisch. Aber wir werden sehen, wenn die finale Firmware da ist. Kommen wir zum Kamerabody selber. Wir haben hier auf der Außenseite, auf der rechten Seite, einen Dual-Kartenslot. Das ist mit UHS-2-Interface und das bedeutet, dass die Karten sehr viel schneller arbeiten. Bedeutet leider auch, dass die Karten ein bisschen teurer sind als die normalen SD-Karten. Dann haben wir die Rückseite. Wir haben hier das neue Touch-Display. Es ist wunderbar groß, es ist auch bei Tageslicht gut zu erkennen. Und wir haben hier, was auch neu ist, einen Joystick. Der Joystick dient dazu, den Fokuspunkt hin und her zu schalten. Der Druck in die Mitte des Joysticks setzt den Fokuspunkt zurück. Darunter haben wir das D-Pad, wie wir es von Pentax kennen, und die gewohnten Knöpfe, um auf alle Funktionen eigentlich hier direkt zuzugreifen. Der Back-Button-Fotos ist auch da, Exposure Lock und so weiter ist auch da. Noch was zum Display. Das Display ist leider nicht klappbar ausgeführt, sondern fest in der Kamera eingebaut. Es war wahrscheinlich ein Designerwunsch, hier nicht so opulentes Gehäuse zu schaffen. Ich finde es ein bisschen schade, weil sobald man auf dem Stativ arbeitet, wird das Ganze doch ein bisschen mühselig. Kommen wir zur Oberseite. Was ist neu? Wir haben zum einen den SFN-Button, der ist neu, zusammen mit dem Multifunktionsrad, was wir auf der Seite haben. Das SFN-Bedienkonzept erschließt sich mir noch nicht so wirklich ganz, deshalb werde ich hier auch nicht groß Worte drüber verlieren. Dann haben wir hier oben den Knopf, mit dem wir zwischen den grundsätzlichen Betriebsmodi umschalten können. Das heißt normal Suchermodus, Live-View-Modus, Film-Modus. Und wir haben ein großes Schulterdisplay, was uns letztendlich alle Informationen zeigt, die wir im täglichen Fototun eben brauchen. Also von der Belichtungszeit über die Blende, die Belichtungskompensation und noch vieles mehr. Hier drüben haben wir den normalen Mode-Dial. Was ganz schön ist, wir haben diesmal 5 User-Modes. Das heißt, man kann für alle Eventualitäten sich eigentlich seinen eigenen User-Mode irgendwie zusammenbauen. Kommen wir hier auf die Außenseite. Wir haben hier den USB-C-Anschluss. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist USB-C 3.2. Das heißt, das ganze Ding läuft relativ flott, wenn man am Rechner die Bilder ausliest. Man muss die Karte nicht mehr aus der Kamera nehmen, in den Kartenspeicher Laser legen und dann irgendwie auslesen. Das Ganze funktioniert aus der Kamera heraus schon wirklich schnell. Kommen wir zum Akkufach. Und wie hängt das Akkufach mit dem USB-C zusammen? Es kommt mit der Kamera kein Ladegerät für den Akku als solcher. Das heißt, der Akku wird über das USB-C-Kabel, ein USB-Ladegerät kommt mit, in der Kamera geladen. Ich finde es ein bisschen schade, weil man letztendlich nur den Akku laden kann, den man in der Kamera hat. Wenn man den zweiten dabei hat, sollte man eigentlich über ein zweites Ladegerät dann sich noch Gedanken machen. Auf der Unterseite selber ist das Akkufach wie gewohnt. Es ist eine DLI 90 Batterie.
die wir seit der K10 kennen. Das heißt, ihr könnt euren ganzen alten Akkubestand, den ihr noch zu Hause habt, verwenden. Ich habe das Gefühl, dass die Kamera ein bisschen empfindlicher ist, was letztendlich irgendwie die Batteriekapazität angeht. Sag mal so, sie gibt schnell oder sagt schneller, sie möchte einen neuen Akku haben als die K1. Wenn ich den Akku hier rausnehme in die K1 stecke, dann zeigt er mir noch fast voll an. Vielleicht liegt es auch an der Firmware, ich weiß es nicht genau. Was bedeutet das Ganze in der Praxis? Das neue Speicherkarteninterface sorgt dafür, dass der Puffer der Kamera sehr viel schneller leergeräumt wird. Das heißt, in Serienaufnahmen, wenn ihr einen Burst schießt, ist der Speicher oder der Puffer sehr, sehr schnell wieder leergeräumt. Dahinter steckt auch ein schnellerer Prozessor, der dafür sorgt, dass die Daten natürlich auch irgendwie schneller verarbeitet werden können. Man merkt das Ganze in dem gesamten Bedienkonzept, weil die Kamera bedient sich super snappy. Im Vergleich zur K1, die K1 kommt ein bisschen vor wie ein Traktor gegen das Ding hier. Der schnellere Prozessor ist auch letztendlich dafür verantwortlich, dass der Autofokus sehr viel schneller und genauer irgendwie arbeiten kann. Er hat einfach mehr Rechenpower. Angegeben ist die Kamera mit 12 Bildern pro Sekunde im Burst-Modus. Wenn man Autofokus anhat und man hat eine Fokusnachführung, also sprich Continuous Autofokus drin, kommt man vielleicht in Realität auf, ich würde mal sagen, zwischen 5 und 7 Frames pro Sekunde. Die genaue Puffertiefe kann ich euch nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, es reicht aus für ungefähr 5 Sekunden Dauerfeuer, was dann im Endeffekt nachher ungefähr 50 Bildern auf der Speicherkarte irgendwie entspricht. Was lässt sich dazu noch sagen? Genau, die 2 Speicherslots lassen sich frei konfigurieren. Das heißt, wenn ihr hier Bilder schießt, könnt ihr einstellen, ob alles auf einer Speicherkarte landet oder ob zum Beispiel die RAWs auf der einen und die JPEGs auf der anderen Karte landen sollen. Oder was der Profi gerne hat, ist einfach beide RAWs oder zweimal einen RAW auf getrennte Speicherkarten speichern. So hat man auf jeden Fall ein gutes Backup und die Chance, Bilder zu verlieren, wird dadurch enorm minimiert. So, und noch ein kleiner Spaß am Rande. Ich habe ja vorhin erzählt, dass die Karte einen USB-C-Anschluss hat. Der USB-C-Anschluss hat 2 Funktionen oder hat 3 Funktionen. Zum einen klar die Datenübertragung zwischen Kamera und Computer, dann zum Aufladen. Dann kann man die Kamera umstellen in den sogenannten CD-ROM-Modus. Und die CD mit der Software, die ihr früher praktisch beigelegt bekommen habt, wird direkt von der Kamera praktisch auf euren Rechner geschoben. Und dann gibt es noch ein kleines Goodie, das ist, der USB-C-Anschluss lässt sich so einstellen, dass er externe Geräte mit Strom versorgt. Das heißt, wenn ihr im Feld seid, euer Akku vom Handy wird leer oder geht in die Knie, schließt es da an. Die K3 ist eine super Powerbank. Kommen wir zu den Dingen, die die Kamera nicht hat. Sie hat, wie gesagt, kein Klappdisplay. Das ist für mich ein bisschen ein Totschlagargument, weil wenn man im Feld unterwegs ist und ich war das am Wochenende mit Stativ und so weiter und es war kalt und nass draußen, du hast einfach keine Lust, irgendwie im Dreck rumzukriechen und zu schauen, dass die Komposition stimmt. Das ist eins. Dann fehlt ein GPS. Das heißt, AstroTracer wird wahrscheinlich nur funktionieren oder kann eigentlich nur funktionieren mit einer externen GPS-Unit und wir haben keinen eingebauten Blitz. Das hängt damit zusammen, dass hier drin einfach kein Platz ist mehr für diesen eingebauten Blitz. Und wenn wir ehrlich sind, der eingebaute Blitz ist eigentlich für nichts gut. Kommen wir zum Touchscreen. Das ist ja eine der großen Neuheiten an der Kamera. Das Menüsystem lässt sich perfekt damit bedienen. Das komplette Menüsystem wurde überarbeitet. Wir haben nicht mehr irgendwie eine horizontale Anordnung. Das Ganze ist jetzt vertikal und in 3 Stufen aufgeteilt, die sich wirklich perfekt mit dem Touchscreen bedienen lassen. Da hatte ich erst große Bedenken, weil ich habe das bei anderen Kameras gesehen, die zwar eine Touch-Bedienung haben, aber die Menüführung davon ausgenommen war. Das haben sie wirklich gut gelöst. Es wurde auch das ganze Design des Menüs überarbeitet. Das Ganze sieht sehr viel moderner aus und macht einen sehr, sehr frischen Eindruck. Also ein großer Pluspunkt. Der Touchscreen lässt sich auch verwenden, um im Live-View-Modus direkt Fokuspunkte zu setzen. Man tappt drauf und man kann es auch so einstellen, dass sofort, wenn die Kamera scharf gestellt hat, dann eben auch ausgelöst wird. Das wäre für mich ein Grund, tatsächlich mal den Live-View-Modus zu benutzen, den ich sonst eigentlich nie verwende, außer die Kamera ist auf dem Stativ. Wie gesagt, das SFN-Bediensystem ist neu. Ich kenne mich damit aus. Lassen wir es darauf bewenden. Kommen wir zum Overall-Feeling, sage ich mal. Wer schon mal eine Pentax-Kamera gehabt hat, der wird sich sofort wohlfühlen. Alles ist an der richtigen Stelle und die Ergonomie ist, würde ich mal sagen, markenübergreifend mit das Beste, was man irgendwie bekommen kann. Auch der Joystick ist perfekt angeordnet, sodass ich direkt mit dem Daumen hier rüberspringen kann. Wunderbar.
Überhaupt, die Kamera ist sehr schnell geworden, das habe ich ja vorher schon mal gesagt. Es ist alles super snappy und das ist ein Riesensprung von auch der alten K3 zu dem System, was wir jetzt haben. Kommen wir zur Verarbeitung. Die ist wie gewohnt auf höchstem Niveau. Die ganze Kamera fühlt sich an wie ein Backstein. Und man sagt immer so gern, build like a tank, das finde ich jetzt nicht. Aber sie ist wirklich wertig und auch hat die Schwere, die man eigentlich von so einem Produkt erwartet. Das Ganze ist so massiv gebaut, hat auch ein komplettes Magnesium-Innengehäuse, dass man mit dem Ding am liebsten irgendwie Nägel in die Wand schlagen würde, um die Bilder, die man damit gemacht hat, aufzuhängen. Ich würde es nicht empfehlen, aber es würde mit Sicherheit funktionieren. Kommen wir zum Sucher. Das ist das Teil, wo im Vorfeld das größte Bohai drum gemacht wurde. Hier wurde ein komplett neues Pentaprism verbaut und das Sucherbild selber ist eine 1,08-fache Vergrößerung. Das heißt, wir haben hier ein Sucherbild, das absolut vergleichbar ist mit einer Vollformatkamera und ich habe die K1 immer parallel dabei gehabt. Und wenn man zwischen den Kameras irgendwie gewechselt hat, hat man im Sichtfeld überhaupt keinen Unterschied gesehen. Das ist ein Riesenunterschied zu den APS-C-Kameras, die wir vorher von Pentax in der Hand gehabt haben. Die Entwicklung dieses Prismas war wohl auch so aufwendig, dass hier extrem viel Zeit ins Land gezogen ist, das Ganze so hinzubekommen und auch in den Body reinzubekommen. Und das Ganze ist wohl auch sehr teuer, was letztendlich wahrscheinlich auch für den hohen Preispunkt von 2.000 € mitverantwortlich ist. Aber wie gesagt, die Kamera ist für den Sucherbetrieb gebaut worden und dass hier so viel Wert drauf gelegt wurde, das spürt man. Und man sieht das jedes Mal, wenn man irgendwie durchschaut. Man kann richtig irgendwie die Szenerie fühlen. Man ist nicht Beobachter, sondern man ist Teil der Szenerie. Und man sieht, wie das Licht mit dem Objektiv spielt. Das sind alles Dinge, die ich bei einer spiegellosen Kamera eigentlich größtenteils vermisse. Also hier ein riesen Pluspunkt. Und es wurde, wie gesagt, im Vorfeld viel drüber geredet. Man konnte nur mutmaßen, aber das Ding ist wirklich gelungen, muss man so sagen. Okay, genug der harten Fakten. Lasst uns ein paar Bilder anschauen. Ich hoffe, euch haben die Bilder gefallen oder vielleicht einen kleinen Eindruck geben können, was man mit der Pentax K3 machen kann. Andere machen da bestimmt viel aufwendigere Produktionen, aber für mich soll es das gewesen sein in den wenigen Tagen, in die ich die Kamera zur Verfügung hatte. Wir waren unter anderem im Stuttgarter Westen zusammen mit der Lea. Vielen Dank für deine Zeit und waren heute noch mal in Stuttgart-Bad Cannstatt auf dem Basen, wo wir glücklicherweise noch einen Skater gefunden haben, den wir hier ablichten durften und dessen Namen ich leider nicht weiß, aber ich habe seine E-Mail-Adresse. Insofern danke nochmal dafür. Kommen wir zum Fazit. Mit der Katie oder Pentax K3 III ist auf jeden Fall die nächste Evolutionsstufe im Pentax APS-C Line-Up irgendwie erreicht worden. Mit ihr haben längst überfällige technische Innovationen irgendwie Einzug gehalten und das ist das, worauf die meisten Anwender gewartet haben, vor allem die noch mit einer K3 fotografieren oder mit noch älteren Bodies. Ich bin dennoch ein bisschen zwiegespalten, denn zum einen ist es eine hervorragende DSLR, da gibt es nichts zu deuteln. Zum anderen werden die Landschaftsfotografen zwei Dinge auf jeden Fall schmerzlich vermissen. Das ist das schwenkbare Display und das ist das fehlende GPS, das für Nachtaufnahmen auf jeden Fall erforderlich ist, wenn man hier keine Star Trails haben will. Hier muss man dann wahrscheinlich auf das Externe zurückgreifen. Ich weiß nicht genau, was hier der Stand ist, aber das ist das, was ich vermute. Zum anderen gibt es natürlich dann irgendwie die Wildlife-Fotografen, die werden mit der Kamera total happy sein. Die arbeiten die meiste Zeit mit dem Sucher und sind auf das schwenkbare Display nicht angewiesen. Und das Update des Autofokus wird hier sein Übriges tun. Wir haben ja auch schon tolle Beispiele von Mike und von René gesehen, die
wirklich schöne Wildlife-Bilder gepostet haben. Das schnelle Speicherinterface macht die Kamera bestimmt auch für Event- und Hochzeitsfotografen interessant. Dazu kommt die gute Lowlight-Performance, die das ganze Paket eigentlich komplett machen. In Sachen Bildqualität muss ich die K3 III auf jeden Fall nichts gefallen lassen. Sie ist top of the pops und das ist das, was wir eigentlich alle erwartet haben. So, was bekomme ich eigentlich mit der Kamera? Mit der Kamera bekomme ich, es ist nicht leicht ein Bild zu finden, aber ich denke, ein Top-Werkzeug beschreibt es eigentlich am besten. Ohne Ecken und Kanten, liegt wunderbar in der Hand und hinten fliegen wunderbare, tolle Bilder raus. Das ist alles, was so eine Kamera leisten muss. Andere haben vielleicht irgendwie mehr Schnickschnack dran und irgendwie ein Knöpfchen hier und ein Knöpfchen da, aber darauf kommt es nicht an. Das Gefühl beim Shooting ist wirklich toll. Ich war davor skeptisch, aber der Viewfinder hat mich überzeugt. Und auch die ganze, sagen wir mal, Snappiness und Geschwindigkeit der Kamera ist wirklich hervorragend. Ein tolles Werkzeug, tolle Bilder. Würde ich mir das Ding jetzt kaufen oder würde ich mir die Kamera kaufen? Ich glaube, das muss ich verneinen, aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe meine Traumfrau zu Hause. Das ist neben meiner Frau die Pentax K1. Die liegt bei mir in der Hand wie ein altgetragener Handschuh, bietet all das, was ich haben will, ist Full Frame und ich schieße nun mal nur Full Frame und hauptsächlich mit Primes und da ist das für mich das Tool der Wahl. Für alle anderen, die noch mit einer K3 Mark I oder Mark II schießen oder noch älteren Bodies, ist die K3 Mark III auf jeden Fall ein Absprung in ein komplett neues Universum. Insofern Daumen hoch, ist zwar ein bisschen teuer, aber so what, sowas kauft man nicht so oft im Leben. So, jetzt sind wir am Ende. Das war's. Das ist mein Hands-on mit der K3 III gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns demnächst mal wieder. Bis dann!